In dieser Folge schleifen wir weiter im Schiff, reden über unser Leben und Robin entkommt den gefräßigen Mücken. Viel Spaß beim Anschauen. Nach dem ganzen Drama mit unserem ersten Schiff haben wir uns ein neues Boot gekauft. Und deshalb sind wir jetzt in Südfrankreich und machen eine kleine Renovierung, bevor das große Auswandern beginnt. Neuer Tag, neues Glück. Wir sind gerade beim Boot angekommen und jetzt gucken wir mal da drin, was wir gestern veranstaltet haben, was wir da im Dunkeln noch so gemacht haben, was man wirklich nicht mehr gut erkennen konnte. Deswegen überprüfen wir mal, wie da die Schleifergebnisse so waren und knallen da direkt nochmal drüber. Ja, gestaltet sich natürlich alles nicht so einfach, wenn das vorher so verwittert ist, aber ich glaube, wir haben schon mal einen guten Schritt gemacht, aber nur ein kleines Stückchen, Also heute geht's weiter mit Schleifen, Teil 2. Das quetscht dich durch das Loch. Ja. Das ist das schönste Schauspiel. Oh, jetzt versuchst du aber eine neue Taktik, wa? Ja. Für den Audi A3 habe ich ja auch eine Taktik, ne? Mit dem Arsch zuerst raus. Das passt. Mit dem So, zurück im Loch. Luft. Ja, Ach so. Ja. das haben wir gestern gemacht hier schon mal. Ja, das sieht aber schon, das Furnier wird schon dünn. Aber da gehen wir auf jeden Fall nochmal drüber. Aber an für sich finde ich das schon mal gar nicht so übel. Werden wir auf jeden Fall hier noch ein bisschen aufspachteln. Ja, ja. Klasse, also voll. Also ich habe mich gerade gefragt, ob es dabei bleibt, dass wir das hier neu machen, ne? Wieder schön machen. Und das wollten wir eigentlich so lassen, wie es ist. Mhm. Und Das ist zwar dieser eine Wasserfleck, ja, aber ich den muss hab sagen, ich- der stört mich nicht ganz so sehr. Also Den hab damit ich- kann ich durchaus noch leben, weil ansonsten sieht das eigentlich noch relativ fresh aus. das ist nämlich der Grund, warum ich frage. Den habe ich gerade gesehen. Aber ich denke, dass wir das erstmal das lacken und varnischen. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Und wenn Wenn scheiße das- ist, können wir immer noch machen. Mit Dingens. Jetzt Wir haben ist jetzt hier ein von kleines Problem, das Furnier kommt da runter. Ja, An der ja Stelle. gut, dass das Furnier hier runterkommt, haben wir gesehen. Das wäre mir jetzt egal gewesen, weil ich es abgespachtelt hätte, aber keine Ahnung, jetzt muss es hier runter, weil es zu aufgeweicht war. Also nehmen wir das jetzt hier einfach auch. Zumindest so weit runter. Wie weit? Ja, nur den oberen Teil hier erstmal. Hier das? Ah ja, genau. Es wird ja eh lackiert am Ende, ist der Plan. Da ist halt jahrelang, jahrzehntelang Wasser reingelaufen, ne? Was willst du erwarten? Das ist auf jeden Fall die übelste Sauerei. Aber ja, wir haben angefangen, wir machen es zu Ende. Taped. Müssen wir auch noch schleifen, schön. Aber das ist ja diesmal wirklich nur ein Mini-Refit. Im Gegensatz zu Ater. Macht Spaß. Das Einzige, was es in diesem ganzen Baumarkt nicht gibt, ist ein Rakel. Das heißt, wir bauen uns einfach ein. Bisschen harte Pappe, ne? Und dann tut das. Zack. So, den werden wir jetzt noch ein bisschen verschönigen und dann ist das ready to spachtel. Auch wenn das Ding hier grundsätzlich natürlich viel mehr abträgt und ein bisschen mehr Ecken reinhaut, ne? Aber mit so ein bisschen Feingefühl geht das auch. Da gibt es nämlich einen witzigen Trick, den zeige ich euch jetzt mal.
Dafür kriege ich von den Profis bestimmt wieder in die Fresse. Natürlich. Alle Wege führen nach oben. Naja, man könnte auch mal erstmal eine neue Schleifscheibe nehmen, ne? Dann macht dieser Trick nämlich auch Sinn. Nimm doch einen. Aber, nein, das geht schon noch, das geht noch. Aber man macht den einfach so ein bisschen unrund drauf, ne, dass er ein bisschen überlappt. Und dann hat man so eine zarte, wie sagt man, so eine Einschleiffläche, ne? Die werden mich hassen. Die werden mich auf jeden Fall hassen. Aber die hassen mich eh schon, also deswegen macht's nichts. Professionell ist das Genau. gesagt. Und dann kann man nämlich hier schön so zacht mit der Kante, weißt du? Man sollte auch den Akku richtig reinmachen, sonst gleitet einem das Ding aus der Hand und rasiert einem den Schritt. Damit ihr das auch mal hört. Wir haben uns jetzt 5 Boote angeguckt insgesamt. Für unseren Trip nach Griechenland, der hat allein, was hat der gekostet? 1,8 glaube ich. 1,8 für ein paar Tage Griechenland mit Hotel, mit allem, mit zu Hause Katzen versorgen lassen, mit bisschen Verzehr. Man will ja auch noch ein kleines bisschen Urlaub haben. Wenn man wie wir den ganzen Tag plackert und wir gehen jeden Tag 11, 12 Stunden arbeiten, jeden Tag, ja, 6 Tage die Woche. Das ist der Standard in den letzten 2, 3 Jahren. Bei mir schon vorher, aber seit 2, 3 Jahren sind wir zusammen und da lernt sie das erst richtig kennen, wie geistesgestört das bei mir ist. Und was dann dazu noch oben drauf ein Gutachter. 800. Boah, keine Ahnung, ja genau. 800 pro Boot, pro Begutachtung. Ja. Nee, dann sehe ich lieber selber, okay, da ist das Holz kaputt, da ist das zu machen, so, keine Ahnung. Man will weg, man ist bereit, Geld auszugeben, das haben wir gemacht. Geld ist aber auch nicht im Überfluss da, so, wir machen das irgendwie alles auf der letzten Rille. Und Jode ist. Ganz einfach. Und dabei müssen wir Entscheidungen treffen und die treffen wir klaren Gewissens und nicht einfach so blauäugig. Wir sehen auch die Dinge, die hier zu tun sind. Nicht nur die Leute in den Kommentaren. Ja. Wir machen es aber trotzdem. Und auch kein Kommentar wird uns davon abhalten. Nein. Und auch kein Kommentar, der sagt, bleibt an Land oder irgendeine Scheiße, was wir da alles gehört haben. Nichts wird uns davon abhalten, egal was ihr sagt. Also, ihr könnt alles in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Außer, übrigens, das wollte ich auch nochmal sagen, außer ihr werdet respektlos. Ne? Also wenn es um Beleidigungen geht, dann werden wir es jetzt ein bisschen restriktiver behandeln. Naja, die Frau hat das jetzt bestimmt schon 3-mal gecuttet, das ist auch gut so. Fazit von dem Ganzen ist, es gibt im Internet eine Netiquette, ja, viele wissen das nicht, ne? Man muss auch nicht jeden Bullshit immer in die Tastatur kloppen, nur weil man in seinem sicheren Wohnzimmer oder in seinem Arbeitszimmer sitzt hinter der Tastatur, ne? So. Es gibt ein echtes Leben und echten Menschen würde man das vielleicht so nicht ins Gesicht sagen. Und viele dieser Kommentare, die da kamen, da trifft das genau zu. Ja, mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Fakt ist auf jeden Fall, die beleidigend werden in den Kommentaren, ja, die werden zukünftig gebannt. Das bedeutet, weder wir sehen eure zukünftigen Kommentare, noch jemand anders. Und ihr werdet es nicht merken. Ihr werdet nicht merken, dass ihr gebannt seid. Also wenn ihr irgendwie an der Community teilhaben wollt, weil ihr Bock drauf habt, mit uns in Kontakt zu treten oder einfach unsere Reise verfolgen wollt und ein bisschen euren Senf dazugeben wollt, dann bleibt respektvoll. Ansonsten kriegt ihr diesen Perma-Bann. Ja, dann könnt ihr unsere Videos noch gucken. Aber kein Schwein wird jemals wieder sehen, was ihr schreibt. Also müsst ihr euch selber überlegen, ob ihr respektvoll bleiben wollt oder nicht. Und ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Für die Restlichen, die immer schön nette und geile Kommentare schreiben, worüber wir uns den Arsch abfreuen, Küsschen aufs Schnüsschen, weil ohne Scheiß, weil das hält uns nämlich hier am Laufen so. Und das ist für uns wichtig, weil das unfassbar viel, keine Ahnung, aufbaut und uns echt ein gutes Gefühl gibt, dass wir irgendwo, auch wenn das manchen nicht gefällt, auf dem richtigen Weg sind. Ne? So, die Küche haben wir jetzt auf jeden Fall abgeschliffen. Das wird alles weiß und eventuell Anthrazit. Da Nee, das wird Sandfarben, ja? Die Treppen müssen wir noch. Die müssen wir auf jeden Fall noch schön glatten. Ja, die werden nämlich richtig schön. Die werden nämlich Anthrazit. Und hier hinten kommt eine schöne. Habe ich das nicht eben schon gesagt? Ich glaube, ich habe es schon gesagt. Ich sehe es aber nicht. Ich weiß es nicht. Hier kommt eine wunderschöne Folie hin. Blumenfolie auf schwarzem Hintergrund. Langsam fühlt es sich nach zu Hause an. Das konnte ich vor einer Stunde noch nicht sagen. Ganz komisch. Es wechselt auch immer.
Ich glaube, das Problem ist, dass wir bei der Arter halt so viel Energie da reingesteckt haben, dass es sich jetzt so anfühlt wie als ob das wieder nichts wird. Ich kann es nicht erklären. Dass man denkt, man verliert das Schiff und keine Ahnung. Du musst erstmal realisieren, dass es dein Zuhause ist in Zukunft. Die Mücken, die sind echt Unerbittlich. Ich habe mich noch gefragt, als wir in die Unterkunft gekommen sind, warum die da überall Mückennetze haben. Und ich habe sogar im Internet irgendwo gelesen, dass das in Südfrankreich so heftig ist mit den Viechern. So. Achtung, Scheiße. Was macht der da immer? Das ist immer, der macht immer aus allem so eine Wissenschaft, ne? Das ist immer einfach pinsel die Scheiße ein und gut ist. Er hört auch einfach alles. Und manchmal hört er nichts und dann hört er wieder alles. Was? Wir flüchten, Alter, weil wir attackiert werden von scheiß Moskitos, Alter. Die haben mich jetzt 6-mal in 2 Sekunden attackiert. Ja, hallo? Es reicht. Ich hasse diese Biester, Alter. Das ist ja unfassbar. Unfucking fassbar. Ja, geh an mir vorbei. Nimm alle Schlüssel. Hier sind noch Akkuladegeräte und sowas. Ne? Was machen wir damit? Nee, da, diese. Ja, haben wir doch hier. Ja, okay. Der Mario hat einen Schlüssel. Ernsthaft? Mhm. Mario, komm von dem Boot runter. Warum hat der nicht nicht einmücken? Weil er ihn mitgenommen hat. Was? Umlauf. Der kriegt einen richtigen Rappel, weil er Angst vor den Mücken hat. Weißt du noch, als wir in der Nordsee waren, oder wo waren wir da? Ja. Wo dieser Schwarm Von kam? 1 Milliarde Mücken, ja. Ich weiß noch ganz genau. Als wäre es gestern. Und ich bin gerannt. Ja, wir beide. Ich Angst Aber das war hatte. wirklich ein Ich Ball. Angst hatte. Ein Ball aus Mücken. Boah! Ey! Mario! Wenn die nicht so riesig wären. Ja, die sind wirklich groß. Die sind überall. Das sind Tigermücken, Alter. Die sind so groß. Mindestens so groß wie eine Hummel. Und ich krieg von den Dingern die übelsten Entzündungen, die man hier unten schwer erkennen kann. Ich habe ein sehr zartes Immunsystem. Zart. Du hast den Schlüssel, komm. Oh, ja, offensichtlich. Wo soll ich den denn her? Du hast ihn eingesteckt oben. Du fühlst dich doch verarscht. Nein, du hast ihn gerade Komm schon. Nein, ich habe keinen. Ich habe doch keinen Autoschlüssel eingestellt. Das ist kein Scherz. Soll ich Hab mal hoch? ich nicht. Ey, ich wollte mich doch verarschen. Wo ist der Schlüssel? Mario! Hast du ihn? Nein! Er ist nicht oben und ich. Er ist nicht oben. Hast du ihn? Ja, natürlich. Wo sage ich dem Ofen jetzt Lauf? Da auf Play. Play. Auf Play drücken. Mario, mach die einfach auf 200 Grad da rein. Hast du schon mal einen Ofen bedient? So ist das hier. Ja? Jetzt haben wir es mal ausgesprochen. So, können wir jetzt unseren Film weitergucken? So, übrigens gucken wir gerade, ich will hier keine Werbung machen, aber wir gucken gerade Flammend Herz. Eine der besten Dokus, die es gibt einfach. Eine wundervolle Doku. Was tun die da? Jetzt Judowurf. Eine wunderschöne Doku über die Tätowierten, ja, und über Herbert Hoffmann, damals der älteste Tätowierer der Welt. Wie viele Stunden? Das sind 8 Stunden, 49 Minuten? Oder was? Ja, deine Pizza braucht auf jeden Fall 8 Stunden, 49 Minuten. Uhrzeit, ja? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass deine Pizza 8 Stunden, 49 Minuten braucht. Schau, warum hast du den? Meinst du nicht, dass das die Uhrzeit ist? Warum hast du die Scheibe auch einfach zugehangen jetzt? Willst du damit den Vorhang immer wieder aufmachen kannst? Die Pizza ist doch noch gar nicht drin, bist du blöd?
Ist es die Uhrzeit vielleicht, dass es falsch eingestellt ist auf 8:49 Uhr? Ist das die Uhrzeit? Das Boah, kann sein. Mario. Deswegen geht ihr auch immer wieder zurück. Mein Gott, Mario. So, ist das die genaue Uhrzeit? 8 irgendwas? Ja, wir haben 8:49 Uhr. Ja? Okay. 8:42 Uhr müssen wir die Pizza rausnehmen. Ich glaube nicht, dass wir 8:49 Uhr haben. 21:42 Uhr, aber warte mal. Winterzeit. That's it. What of ever. Ja, Winterzeit, Sommerzeit. 48 geht 1 Minute runter. Ja, der stellt den Eine Herd Minute um. Ist doch super. So, zack. Schneid dich bitte nicht, ja? Mein Gott. Zurück. Ja, mach direkt die ganze scharfe Soße drauf. Hallo, warte doch mal, bis es fertig ist. Mach bitte Feuer drauf. Nein. Warum machen wir die überhaupt drauf? Vielleicht wollen nicht alle scharf fressen? Vielleicht weiß ich gar nicht, dass sie scharf ist. Vielleicht dachte ich. Nee, also mach doch aus Spaß ist da so ein Chiliöl dabei. Dass es Das Öl ist Plastik abgemacht. So. Nee, hab ich dran gelassen. Wegen euch. So. 7 Minuten. Okay, genau um 40. Was brauchen wir 40? Wir haben 43. 8,40. Nein, aber er läuft doch ganz normal runter. Du wirst dir die Also um See- 22:40 Uhr die oder was? Segelquanne noch zurückwünschen. Also um 22:40 Guck einfach, guck einfach in einer Stunde nochmal nach. 22:40 Uhr oder was? Ja. Nach 7 Minuten Winterzeit. weniger. Da steht die Uhrzeit. Ja, um 21:40 Uhr in dem Sinne. Um Also 8:40 Uhr. Mein Gott, habt ihr beide Crack geraucht oder was? Was ist denn los mit euch? in 40 Ihr Minuten. debattiert eine scheiß Stunde über diese blöde Pizza einfach noch. Wir gucken Das mal. waren doch gar nicht 2 Stunden. Pipi gemacht, mein Nicht Schatz? der eine. Ja? Hast du Pipi gemacht? Mein Gott. Ja, mein Schatz. Schön. Schön. Pipi. Hast du gut gemacht. Ja, mein Schatz. I know. Was hast du gemacht? Oh, mein Schatz. Oh, mein Schatz. Bist jetzt die Treppe raufgegangen, nur um sie wieder runterzugehen? Nein, ich wollte was überprüfen. Die Zoe liegt bei mir im Bett und die freut sich, die wird nicht mehr. In der nächsten Folge von Ted Ventures Sailing Ist schon wieder wild hier, ey. Oh,